Lektion 1: Kreativität fördern. Das klingt interessant. Wo finde ich Schablonen für dieses Projekt? Ich würde gerne bald damit anfangen. Es gibt viele tolle Online-Ressourcen, auf denen du Schablonen kaufen oder sogar kostenlos herunterladen kannst. Hast du schon mal auf Bastelwebsites nachgesehen? Noch nicht, aber das ist eine tolle Idee. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Ich möchte etwas Einzigartiges, das mein Projekt zum Leben erweckt. Vielleicht finden Sie auch lokale Kunsthandwerksläden hilfreich. Dort gibt es oft eine große Auswahl an Schablonen, und Sie können sie vor dem Kauf persönlich ansehen. Das stimmt. Außerdem ist es immer schön, lokale Unternehmen zu unterstützen. Hast du Empfehlungen für bestimmte Designs? Wenn Sie ein bestimmtes Thema verfolgen, empfehle ich Blumenmuster oder geometrische Formen. Sie verleihen jedem Projekt eine schöne Note. Ich liebe diese Ideen. Blumenmuster können wirklich einen lebendigen Look erzeugen, während geometrische Formen ein modernes Gefühl vermitteln. Genau. Du kannst sogar verschiedene Stile kombinieren, um etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Es geht darum, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Basteln ist eine so erfüllende Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und etwas Besonderes zu schaffen. Lektion 2: Luftfahrtbehörde. Flugzeug, lass mich mal nachsehen. Bist du sicher, dass es das Richtige ist? Ich möchte sicherstellen, dass alles in Ordnung ist, bevor wir an Bord gehen. Ja, ich habe die Angaben überprüft und sie stimmen mit unserer Reiseroute überein. Ich möchte nur sicher gehen, dass wir nichts Wichtiges vergessen haben. Gut gedacht. Es ist immer besser, alles noch einmal zu überprüfen. Beim Reisen können selbst kleine Details einen großen Unterschied für unser Erlebnis machen. Genau. Ich erinnere mich noch gut an unsere letzte Reise. Da hätten wir aufgrund eines kleinen Versehens fast unseren Flug verpasst. Das soll nicht noch einmal passieren. Das ist verständlich. Eine gute Organisation sorgt für eine reibungslosere Reise, insbesondere an neue Orte. Ja, und es hilft, Stress abzubauen. Ich möchte jeden Moment dieser Reise genießen, ohne mir Gedanken über die Logistik machen zu müssen. Absolut. Sobald wir im Flugzeug sind, können wir uns entspannen und auf das bevorstehende Abenteuer konzentrieren. Worauf freust du dich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, neue Kulturen kennenzulernen und lokale Gerichte zu probieren. Es ist immer spannend, etwas anderes zu erleben. Ich auch. Reisen eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und neuer Erfahrungen. Lasst uns das Beste daraus machen. Lektion 3: Denkwürdige Souvenirs. Ich finde, ein einzigartiges Souvenir wäre eine tolle Erinnerung an dieses Erlebnis, meinen Sie nicht auch? Absolut. Souvenirs können die Essenz unserer Reisen einfangen und jedes Mal, wenn wir sie sehen, wundervolle Erinnerungen wecken. Genau. Es ist, als würden wir ein Stück des Abenteuers mit nach Hause nehmen, etwas Greifbares, das eine Geschichte erzählt. Mir gefällt die Idee, etwas auszuwählen, das die Kultur des Ortes widerspiegelt, den wir besuchen, wie etwa handgefertigte Gegenstände oder lokale Kunst. Das ist ein fantastischer Ansatz. Er unterstützt nicht nur lokale Handwerker, sondern gibt uns auch eine tiefere Verbindung zum Reiseziel. Ja, und jedes Mal, wenn ich mir dieses Souvenir anschaue, werde ich an die Erlebnisse erinnert, die wir hatten, und an die Menschen, die wir unterwegs getroffen haben. Stimmt. Und wenn wir die Geschichten hinter unseren Souvenirs mit Freunden und Familie teilen, werden diese Erinnerungen noch schöner. Genau.
Wir geben einen kleinen Einblick in unsere Abenteuer, regen Gespräche an und inspirieren andere zum Reisen. Also, was für ein Souvenir möchten Sie Ihrer Meinung nach von unserer Reise mitnehmen? Lektion 4: Modefunde. Es gab eine Schlaghose mit leuchtenden Blumen darauf und ich konnte nicht anders, als zu bewundern, wie auffällig und lebendig sie war. Das klingt fantastisch. Blumenmuster verleihen einem Outfit immer eine fröhliche und energiegeladene Note, findest du nicht? Absolut. Sie können ein echtes Statement setzen und Ihrer Garderobe Persönlichkeit verleihen, besonders in den sonnigen Monaten. Genau. Ich liebe es, wie Mode Kreativität und Individualität zum Ausdruck bringen kann. Es geht darum, sich in dem, was man trägt, wohlzufühlen. Und es ist interessant zu sehen, wie Trends aus der Vergangenheit, wie beispielsweise Schlaghosen, in der modernen Mode immer wieder ein Comeback erleben. Ja. Es ist eine wunderbare Mischung aus Nostalgie und zeitgenössischem Stil, die es den Menschen ermöglicht, ihren einzigartigen Sinn für Mode zu entfalten. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diese Schlaghosen zu tragen, würden Sie es tun? Auf jeden Fall. Ich denke, sie eignen sich perfekt für einen lustigen Tagesausflug oder ein lockeres Treffen mit Freunden. Das ist der richtige Geist. Mode sollte Spaß machen und widerspiegeln, wer wir sind, und diese Hosen scheinen eine großartige Wahl zu sein. Lektion 5: Knifflige Fragen. Ich wurde einmal nach meiner größten Schwäche gefragt und ich muss sagen, dass es schwierig ist, diese Frage zu beantworten. Das kann ich mir vorstellen. Es ist immer eine Herausforderung, über Schwächen zu sprechen, ohne die eigenen Stärken zu untergraben. Was hast du gesagt? Ich habe meinen Hang zum Perfektionismus erwähnt, da er mich manchmal ausbremsen kann, wenn ich möchte, dass alles genau richtig ist. Das ist eine durchdachte Antwort. Sie zeugt von Selbstbewusstsein und unterstreicht gleichzeitig ihr Engagement für Qualität. Genau. Es ist wichtig, Schwächen so darzustellen, dass sie Wachstum verdeutlichen und zeigen, wie ich daran arbeite. Das ist eine tolle Perspektive. Arbeitgeber schätzen oft Ehrlichkeit und die Bereitschaft, sich zu verbessern. Ja, und es erinnert uns daran, dass jeder Bereiche hat, an denen er arbeiten muss, das gehört zum Menschsein dazu. Absolut. Es ist viel produktiver, sich darauf zu konzentrieren, wie wir diese Schwächen in Stärken umwandeln können. Auf jeden Fall. Wie würden Sie antworten, wenn Ihnen dieselbe Frage gestellt würde? Lektion 6: Modeentwicklung. In den 1980er und 1990er Jahren war die Mode etwas konservativer, auch wenn diese Jahrzehnte in der Stilgeschichte ikonisch bleiben. Das stimmt. Es ist faszinierend, wie Trends gesellschaftliche Werte und kulturelle Veränderungen im Laufe der Jahre widerspiegeln. Genau. Die konservativeren Stile dieser Jahrzehnte betonten oft Eleganz und klassische Silhouetten. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie diese Stile die moderne Mode beeinflusst haben, indem sie klassische Elemente mit zeitgenössischen Wendungen vermischt haben. Richtig. Viele Designer lassen sich von vergangenen Jahrzehnten inspirieren und schaffen eine wunderschöne Fusion aus alt und neu. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich die Mode weiterentwickelt und dennoch ihren Wurzeln treu bleibt, finden Sie nicht? Absolut. Es sorgt für eine dynamische und spannende Diskussion über Stil. Ich stimme zu. Außerdem können Menschen so ihre Individualität zum Ausdruck bringen, indem sie Vintage mit modernen Stücken kombinieren. Genau. Es geht darum, herauszufinden, was dich anspricht und es dir zu eigen zu machen. Lektion 7: Musikalische Erinnerungen.
Hey, hast du schon einmal ein Musikinstrument gespielt? Ja, ich habe früher Klavier gespielt, als ich jünger war, und es war eine wirklich bereichernde Erfahrung. Das ist fantastisch. Das Klavier ist ein so vielseitiges Instrument, es kann so viele verschiedene Musikstile hervorbringen. Absolut. Ich habe es geliebt, sowohl klassische als auch moderne Lieder spielen zu können. Es fühlte sich an, als könnte ich meine Gefühle durch Musik ausdrücken. Das ist das Schöne an der Musik, nicht wahr? Sie verbindet uns mit unseren Gefühlen und Erinnerungen. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch gut an den Nervenkitzel bei Konzerten, es war nervenaufreibend und aufregend zugleich. Das kann ich mir vorstellen. Diese Momente müssen unvergesslich gewesen sein. Spielst du noch? Ich spiele zwar nicht mehr so oft wie früher, aber ab und zu spiele ich meine Lieblingslieder. Es ist, als würde ich einen alten Freund wiedersehen. Das ist wunderbar. Musik hat eine zeitlose Qualität, die so viele Erinnerungen zurückbringen kann. Lektion 8: Ideales Leben. Nun, idealerweise möchte ich eine Zweizimmerwohnung mit Balkon, um die frische Luft und die Aussicht zu genießen. Das klingt perfekt. Ein Außenbereich kann Ihr Wohnerlebnis deutlich verbessern, insbesondere in der Stadt. Absolut. Ein Balkon ist ideal, um mit einem Buch zu entspannen oder morgens einen Kaffee in der Sonne zu genießen. Ja. Ich kann es mir schon vorstellen, dekoriert mit Pflanzen und gemütlichen Sitzgelegenheiten für eine kleine Oase in der Stadt. Genau. Es sind diese kleinen Annehmlichkeiten, die einen Ort zu einem Zuhause machen. Welche Ausstattung ist Ihrer Meinung nach in einer Wohnung unverzichtbar? Ich finde, eine geräumige Küche ist ein Muss. Ich koche gern und bewirte gerne Gäste, daher ist mir eine gute Küchenaufteilung wichtig. Das ist ein guter Punkt. Eine funktionale Küche kann Menschen wirklich zusammenbringen und sie zum Herzstück des Zuhauses machen. Auf jeden Fall. Und ausreichend Tageslicht ist auch wichtig, es schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Ja. Licht kann die Atmosphäre eines Raumes komplett verändern und ihm ein luftiges und offenes Gefühl verleihen. Lektion 9: Marketingstrategien. Auf jeden Fall. Und wie sieht es mit Content Marketing aus? Wie stehen wir in diesem Bereich in letzter Zeit da? Content Marketing ist für die Sichtbarkeit unserer Marke von entscheidender Bedeutung und ich habe bei unseren jüngsten Kampagnen einige positive Reaktionen festgestellt. Das freut uns. Mit ansprechenden Inhalten können wir eine echte Verbindung zu unserem Publikum aufbauen. Welche Strategien setzen wir um? Wir haben uns auf das Geschichtenerzählen und die Bereitstellung wertvoller Informationen konzentriert, die bei unserem Publikum gut ankommen. Das ist clever. Menschen schätzen Inhalte, die nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Nutzen wir soziale Medien auch effektiv? Ja, wir teilen Ausschnitte unserer Inhalte auf verschiedenen Plattformen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Das war bisher ziemlich effektiv. Das ist fantastisch. Ich bin überzeugt, dass regelmäßiges Posten der Schlüssel ist, um das Interesse und die Aufmerksamkeit unseres Publikums aufrechtzuerhalten. Absolut. Außerdem kann die Interaktion mit unserem Publikum durch Kommentare und Nachrichten das Gemeinschaftsgefühl fördern. Genau. Der Aufbau einer solchen Beziehung kann aus Gelegenheitszuschauern treue Follower machen, was für unsere Marke von unschätzbarem Wert ist. Lektion 10: Fehlerbewusstsein. Viele Menschen haben Angst vor Insekten und es ist interessant, darüber nachzudenken, warum diese Angst besteht.
Absolut. Manche Insekten verursachen schädliche Wirkungen, wie zum Beispiel das Fressen von Feldfrüchten oder das Eindringen in Häuser, was zu einem negativen Eindruck führen kann. Das stimmt. Man sollte jedoch bedenken, dass nicht alle Insekten schädlich sind, viele spielen eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Genau. Bienen sind zum Beispiel für die Bestäubung unerlässlich, und ohne sie würden viele Pflanzen nicht überleben. Ja. Es ist faszinierend, wie jedes Lebewesen seinen Platz in der Natur hat, auch wenn es auf den ersten Blick beängstigend wirkt. Ich stimme zu. Wenn wir uns über die Vorteile bestimmter Insekten informieren, können wir Ängste abbauen und das Zusammenleben fördern. Auf jeden Fall. Wenn wir ihre Rolle verstehen, kann sich unsere Perspektive ändern und wir können sie mehr wertschätzen. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir einen Workshop veranstalten, um anderen die Bedeutung von Insekten in unserer Umwelt näherzubringen. Das ist eine brillante Idee. Sie könnte dazu beitragen, eine positivere Einstellung gegenüber diesen oft missverstandenen Lebewesen zu fördern. Lektion 11: Tägliche Abenteuer. Es ist, als würden wir bei jedem Spaziergang ein kleines Abenteuer erleben, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Jeder Spaziergang kann zu unerwarteten Entdeckungen führen, sei es ein neuer Park oder ein charmantes Café. Ja. Es ist erstaunlich, wie sich allein durch den Schritt nach draußen eine Welt voller Möglichkeiten eröffnen kann. Was gefällt Ihnen am meisten am Spazierengehen? Ich liebe die frische Luft und die Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen. Es ist eine tolle Möglichkeit, den Tag Revue passieren zu lassen und Inspiration zu finden. Genau. Draußen zu sein hat etwas Erfrischendes, das unsere Stimmung und Kreativität deutlich steigern kann. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, ohne den Druck eines formellen Trainings aktiv zu bleiben. Es fühlt sich natürlich und angenehm an. Ja. Und es ist eine Chance, Kontakte zur Community zu knüpfen, besonders wenn man unterwegs bekannte Gesichter sieht. Auf jeden Fall. Diese kleinen Interaktionen können unseren Tag erhellen und uns das Gefühl geben, stärker mit unserer Umgebung verbunden zu sein. So wahr. Jeder Spaziergang wird zu einem kleinen Abenteuer voller Potenzial, und ich liebe diese Perspektive. Lektion 12: Projektplanung. Ja, das klingt wirklich interessant. Wie würden wir das einrichten? Ich denke, der erste Schritt besteht darin, unsere Ziele zu skizzieren und festzulegen, was wir mit dem Projekt erreichen möchten. Das macht Sinn. Die Definition unserer Ziele hilft uns, fokussiert zu bleiben und unseren Erfolg zu messen. Was sollte Ihrer Meinung nach als nächstes kommen? Anschließend könnten wir einen Zeitplan erstellen, um unsere Meilensteine und Termine festzulegen und so sicherzustellen, dass wir auf Kurs bleiben. Genau. Ein Zeitplan hilft uns, unsere Zeit effektiv zu verwalten und das Projekt voranzutreiben. Außerdem ist es wichtig, die Aufgaben entsprechend den Stärken jedes Einzelnen zuzuweisen, damit jeder einen effektiven Beitrag leisten kann. Absolut. Die Nutzung der Fähigkeiten aller Beteiligten steigert die Qualität unserer Arbeit und sorgt für einen reibungsloseren Ablauf. Darüber hinaus sind regelmäßige Check-ins unerlässlich, um alle Herausforderungen anzugehen und unsere Fortschritte auf dem Weg dorthin zu feiern. Das ist ein guter Punkt. Eine offene Kommunikation sorgt dafür, dass wir während des gesamten Projekts alle auf einer Linie bleiben und motiviert bleiben. Lektion 13: Erfrischen. Jeden Morgen putze ich mir die Zähne und wasche mein Gesicht, um mich frisch zu machen und bereit für den Tag zu sein. Wie sieht es bei dir aus? Ich mache etwas Ähnliches. Ich finde, dass es mir wirklich hilft, meine Morgenroutine mit diesen einfachen Aufgaben zu beginnen,
um aufzuwachen und eine positive Stimmung zu erzeugen. Genau. Es ist erstaunlich, wie sich schon ein wenig Selbstfürsorge positiv auf unsere Stimmung und unser Energieniveau auswirken kann. Absolut. Ich genieße es auch, mir einen Spritzer kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen. Das wirkt belebend und erfrischend. Das ist ein toller Tipp. Ich habe gehört, dass es die Durchblutung verbessern und unsere Haut gesünder aussehen lassen kann. Ja. Außerdem gibt mir das Gefühl von Sauberkeit und Frische das Selbstvertrauen, alles zu meistern, was der Tag bringt. Dem kann ich nur zustimmen. Es sind diese kleinen Rituale, die uns Kraft geben und uns das Gefühl geben, die Welt erobern zu können. Auf jeden Fall. Und manchmal spiele ich gerne fröhliche Musik, während ich mich fertig mache, das trägt zur positiven Energie des Morgens bei. Das klingt nach Spaß. Musik kann unsere Stimmung wirklich heben und dafür sorgen, dass Routineaufgaben angenehmer werden. Lektion 14: Lebensmitteleinkauf. Hallo. Weißt du, wo das Obst ist? Ich suche nach frischem Obst für später. Klar. Die gibt es im Gang 6, direkt neben dem Gemüse. Dort findest du eine große Auswahl. Das ist perfekt. Ich liebe es, frisches Obst auszusuchen, es fühlt sich immer wie eine gesunde Wahl an. Absolut. Außerdem sind sie so vielseitig, man kann sie pur essen oder zu Smoothies und Salaten hinzufügen. Genau. Ich denke darüber nach, mir zum Frühstück ein paar Erdbeeren und vielleicht ein paar Bananen zu holen. Tolle Auswahl. Erdbeeren sind köstlich und Bananen sind ein praktischer Snack für unterwegs. Auf jeden Fall. Gibt es Lieblingsfrüchte, die du immer zu Hause hast? Äpfel und Orangen gibt es bei mir immer, beide sind erfrischend und halten lange. Die sind ausgezeichnet. Es ist schön, eine Vielfalt an Früchten zu haben, um verschiedene Aromen und Nährstoffe zu genießen. Lektion 15: Zimmerverfügbarkeit. Es gibt gute Neuigkeiten. Wir haben ein Zimmer für Sie frei, es ist gemütlich und gut gelegen. Das ist super. Wie viel kostet es pro Nacht? Ich möchte sicherstellen, dass es in mein Budget passt. Der Preis ist durchaus angemessen, er beträgt $100 pro Nacht und beinhaltet Frühstück und WLAN. Das klingt fair. Ich finde es gut, dass das Frühstück inklusive ist, das macht den Morgen viel einfacher. Absolut. Außerdem ist die Lage ideal, in der Nähe vieler Sehenswürdigkeiten und öffentlicher Verkehrsmittel. Das ist ein großes Plus, durch die zentrale Lage kann man bei der Erkundung der Gegend viel Zeit sparen. Ganz genau. So können Sie Ihren Aufenthalt genießen, ohne sich Gedanken über lange Anfahrtswege machen zu müssen. Ich bin überzeugt. Lass uns die Buchung abschließen. Ich kann es kaum erwarten, mich einzurichten und die Gegend zu erkunden. Super. Ich kümmere mich um die Details und du bist bereit für dein Abenteuer. Lektion 16: Globale Konflikte. Wenn wir an die Zukunft denken, wie steht es dann mit den anhaltenden Konflikten in verschiedenen Teilen der Welt? Dies ist ein kritisches Thema. Es ist besorgniserregend zu sehen, wie viele Regionen mit Unruhen und Gewalt zu kämpfen haben. Genau. Es betrifft so viele Leben und stellt eine Herausforderung für die globale Stabilität und den Frieden dar. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass eine internationale Zusammenarbeit unabdingbar ist, um diese Probleme wirksam anzugehen. Auf jeden Fall.
Die Länder müssen zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden und das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern. Es ist eine komplexe Situation, aber Dialog und Diplomatie können den Weg für dauerhafte Veränderungen ebnen. Einverstanden. Bildung und Bewusstsein spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Verhinderung einer weiteren Eskalation von Konflikten. Ja, die Stärkung von Gemeinschaften durch Wissen kann Frieden und Widerstandsfähigkeit gegen Gewalt fördern. Dies ist eine hoffnungsvolle Perspektive und ich bin davon überzeugt, dass mit gemeinsamen Anstrengungen Fortschritte möglich sind. Lektion 17: Wichtiges vor der Abreise. Was müssen wir von unserer Liste streichen, bevor wir gehen? Gute Idee. Ich denke, wir sollten sicherstellen, dass wir unsere Reisedokumente und alle notwendigen Tickets bereit haben. Absolut. Wenn alles organisiert ist, wird unsere Abreise definitiv reibungsloser verlaufen. Was möchtest du sonst noch mitbringen? Auch das Einpacken von Snacks und Getränken für unterwegs sollte bedacht werden, das macht das Reisen gleich viel angenehmer. Das ist ein guter Punkt. Außerdem kann man so Geld sparen, anstatt alles am Flughafen zu kaufen. Genau. Ich nehme auch gerne ein Buch mit oder lade mir ein paar Podcasts herunter, um mich während der Reise zu unterhalten. Ja. Mit etwas zum Lesen oder Hören vergeht die Zeit wie im Flug. Brauchen wir sonst noch etwas? Vergessen wir nicht die Ladegeräte für unsere Geräte. Gerade auf Reisen ist es wichtig, in Verbindung zu bleiben. Gut gedacht. Ich werde meine auch einpacken, damit wir für unser Abenteuer bereit sind. Lektion 18: Tägliche Verbindungen. Tolle Verbindungen heute. Hallo, wie war dein Tag bisher? Hallo. Es war ziemlich gut, danke der Nachfrage. Ich war mit der Arbeit beschäftigt, habe es aber geschafft, mir eine schöne Pause zu gönnen. Das freut uns zu hören. Pausen sind wichtig, um den ganzen Tag über produktiv und erfrischt zu bleiben. Absolut. Ich bin kurz nach draußen gegangen und habe meinen Kopf frei bekommen und neue Energie tanken können. Ein Spaziergang klingt wunderbar. Es ist erstaunlich, wie die Natur uns selbst für ein paar Minuten neue Kraft geben kann. Ja. Ich fühle mich nach etwas frischer Luft und einem Tapetenwechsel immer konzentrierter. Wie sieht es bei dir aus? Wie war dein Tag? Es lief gut. Ich habe an einigen Projekten gearbeitet und bin mit den Fortschritten zufrieden. Das ist großartig. Es ist immer schön zu sehen, dass sich die eigenen Bemühungen auszahlen. An welchen Projekten arbeiten Sie gerade? Ich entwickle einige neue Content-Strategien und bin gespannt, in welche Richtung sich diese entwickeln. Lektion 19: Kontroverse Perspektiven. Snows Artikel war ziemlich umstritten, nicht alle stimmten mit ihm überein, dass Wissenschaft und Technologie ignoriert würden. Das stimmt. Es ist interessant, wie unterschiedliche Meinungen in unserer Gesellschaft so lebhafte Diskussionen auslösen können. Genau. Manche glauben, dass Fortschritte Priorität haben, andere wiederum haben das Gefühl, sie würden übersehen. Ja, und es ist wichtig, beide Seiten des Arguments zu berücksichtigen, um das Gesamtbild zu verstehen. Auf jeden Fall. Der Dialog über diese Themen kann zu einem größeren Bewusstsein für die aktuellen Probleme führen. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir für unterschiedliche Perspektiven offen sein und gesunde Debatten fördern sollten.
Ja, und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Standpunkten kann uns dabei helfen, unser Verständnis komplexer Sachverhalte zu erweitern und weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, informiert zu bleiben und die Informationen, die wir erhalten, kritisch zu bewerten. Ich stimme zu. Auf diese Weise können wir einen positiven Beitrag zu Diskussionen leisten und uns für einen ausgewogenen Fortschritt einsetzen. Lektion 20: Lerngewohnheiten. Nein, ich lerne normalerweise stundenlang am Stück. So bin ich schon immer an das Lernen herangegangen. Ich verstehe das, aber wenn Sie es aufteilen, können Sie konzentriert bleiben und sich die Informationen besser merken. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich habe mich einfach an meine Routine gewöhnt, bin aber offen für neue Methoden. Absolut. Kürzere Lerneinheiten mit Pausen können tatsächlich die Produktivität und Kreativität steigern. Ich kann mir vorstellen, wie effektiv das sein kann. Es gibt dem Gehirn die Möglichkeit, sich auszuruhen und neue Energie zu tanken, bevor es wieder in die Arbeit eintaucht. Außerdem kann es Burnout vorbeugen und deine Motivation langfristig hochhalten. Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn ich meine Lerngewohnheiten abwechslungsreicher gestalte, kann das zu besseren Ergebnissen führen. Auf jeden Fall. Es geht darum, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Experimentieren gehört dazu. Vielen Dank für Ihren Rat. Ich werde kürzere Sitzungen einführen und sehen, wie es läuft. Lektion 21: Sommerhitze. Im Sommer kann es sehr heiß werden, sodass Aktivitäten im Freien zu einer Herausforderung werden. Das stimmt. Die Hitze kann besonders in den Stoßzeiten des Tages überwältigend sein. Genau. Es ist wichtig, in dieser Zeit ausreichend zu trinken und zu viel Sonne zu vermeiden. Auf jeden Fall. Ich versuche immer, meine Outdoor-Aktivitäten auf den frühen Morgen oder den späten Nachmittag zu legen, wenn es kühler ist. Kluger Schachzug. Diese Zeiten sind perfekt, um die Natur zu genießen, ohne sich von der Hitze erschöpft zu fühlen. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, die Schönheit des Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs zu genießen. Ja. Die Farben am Himmel haben in diesen Momenten etwas Magisches. Auf jeden Fall. Kühl und bequem zu bleiben ist der Schlüssel, um die Sommermonate in vollen Zügen genießen zu können. Ich stimme zu. Mit ein wenig Planung können wir den Sommer optimal nutzen und gleichzeitig sicher bleiben. Lektion 22: Sportliche Rivalität. Wissen Sie, ich fühle mich so glücklich, wenn mir die New York Giants, ein Team, für dessen Sieg viele Fans ihren rechten Arm hergeben würden, ein Geschenk schicken. Das ist ein ziemliches Kompliment. Es zeigt wirklich, wie viel Respekt Sie Ihren Rivalen entgegenbringen, nicht wahr? Absolut. Es erinnert uns daran, dass selbst in einem harten Wettbewerb Raum für Sportsgeist und Kameradschaft bleibt. Genau. Ich finde es wichtig, dass die Teams ihre Rivalen anerkennen, denn das macht den Sport spannender. Ja, und es schafft unvergessliche Momente für die Fans, die das Drama dieser Rivalitäten genießen. Was würden Sie tun, wenn Sie ein Geschenk von einem gegnerischen Team erhalten würden? Ich würde es wahrscheinlich als einzigartiges Erinnerungsstück in Ehren halten, als etwas, das mich an die spannenden Spiele erinnert, die wir gesehen haben. Stimmt's? Es ist eine Möglichkeit, den Wettkampfgeist und die Geschichten, die sich auf dem Spielfeld entfalten, zu feiern. Auf jeden Fall. Rivalitäten machen den Sport so spannend, und diese Geschenke symbolisieren den gegenseitigen Respekt, der entstehen kann. Genau.
Es ist eine schöne Erinnerung daran, dass wir auch im Wettbewerb das Talent und den Einsatz unserer Gegner wertschätzen können. Lektion 23. Grundlagen der Praxis. Ich finde es eine gute Idee, diese Übungsmaterialien zur Hand zu haben, sie sind für unsere Sitzungen immer nützlich. Absolut. Die richtigen Tools können unser Lernerlebnis deutlich verbessern und unsere Motivation aufrechterhalten. Ja, und es ermöglicht uns ohne unnötige Ablenkungen auf die Verbesserung unserer Fähigkeiten zu konzentrieren. Was sollten wir Ihrer Meinung nach in unserer Praxis priorisieren? Ich glaube, wir sollten mit den Grundlagen beginnen, beispielsweise Aufwärmübungen, um unseren Geist und Körper vorzubereiten. Das ist absolut sinnvoll. Ein gutes Aufwärmen kann den Grundstein für eine produktive Sitzung legen. Genau. Dann können wir uns den spezifischen Techniken widmen, die wir verbessern möchten, und dabei sicherstellen, dass wir alle Aspekte abdecken. Mir gefällt dieser Ansatz. Er sorgt für strukturiertes Üben und ermöglicht es uns, unsere Fortschritte effektiv zu verfolgen. Auf jeden Fall. Außerdem ist es immer wieder schön, zurückzublicken und zu sehen, wie weit wir durch konsequentes Üben gekommen sind. Genau. Mit der richtigen Einstellung und den richtigen Ressourcen können wir unsere Fähigkeiten deutlich verbessern. Lektion 24. Währungsumrechnung. Ich kann 1200 in Landeswährung bekommen, das ist super. Können Sie mir bitte erklären, wie das in Dollar umgerechnet wird? Sicher. Es ist immer hilfreich, den Wechselkurs vor der Reise zu kennen, um das Budget richtig planen zu können. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich das Beste aus meinem Geld mache und gleichzeitig meine Reise genieße. Das ist ein cleverer Ansatz. Wenn Sie die Umrechnung kennen, können Sie besser einschätzen, wie viel Sie für Essen und Aktivitäten ausgeben können. Ja, und es ist auch wichtig für Trinkgelder und andere Ausgaben, die während meiner Reisen anfallen könnten. Auf jeden Fall. Wenn Sie die Landeswährung gut beherrschen, wird Ihr Aufenthalt deutlich angenehmer. Wie behalte ich also den Überblick über die Preise, während ich dort bin? Sie können Apps verwenden, die Wechselkurse in Echtzeit bereitstellen. Diese sind für Reisende unterwegs sehr praktisch. Das ist eine tolle Idee. Es wird mir definitiv helfen, mein Budget einzuhalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Lektion 25. Lebensmitteleinkauf. Ich habe heute frisches Gemüse, Obst, Brot und einige Milchprodukte gekauft. Es ist ein tolles Gefühl, gesundes Essen zu Hause zu haben. Das klingt wunderbar. Frische Zutaten sind für die Zubereitung nahrhafter Mahlzeiten unerlässlich. Welche Rezepte schwebt dir vor? Ich überlege, aus dem Gemüse ein buntes Pfannengericht zu machen und als Nachtisch vielleicht noch einen Obstsalat dazu zu machen. Das klingt köstlich. Pfannengerichte sind so vielseitig, man kann alles kombinieren, was man gerade zur Hand hat. Genau. Außerdem sind sie schnell zubereitet, was perfekt für arbeitsreiche Abende unter der Woche ist. Und der Obstsalat ist eine nette Geste. Er ist erfrischend und eine tolle Möglichkeit, übrig gebliebenes Obst zu verbrauchen. Ja. Ich liebe es, dass Kochen mit frischen Zutaten nicht nur besser schmeckt, sondern auch besser für unsere Gesundheit ist. Auf jeden Fall. Es ist eine tolle Möglichkeit, etwas für uns zu tun und gleichzeitig das Kochen zu genießen. Genau. Ich freue mich schon darauf, diese Gerichte zuzubereiten und den Geschmack der frischen Produkte zu genießen. Lektion 26. Begegnung auf See. Ja, ich hatte letzten Sommer beim Tauchen eine Begegnung mit einer seltenen Meeresbewohnerart. Es war wirklich unglaublich.
Wow! Das klingt unglaublich. Was für ein Meerestier hast du gesehen und wie war die Begegnung mit ihm? Ich begegnete einer lebhaften Meeresschildkröte, die anmutig durch das Wasser glitt, und es fühlte sich surreal an, diese Schönheit aus der Nähe zu erleben. Das muss ein atemberaubendes Erlebnis gewesen sein. Meeresschildkröten sind so majestätische Geschöpfe. Konnten Sie Fotos machen? Ja, ich habe einige atemberaubende Bilder gemacht, aber nichts ist mit dem Gefühl vergleichbar, damit im Wasser zu sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Es sind diese Momente, die das Tauchen so besonders machen, eins mit der Natur zu sein, ist wirklich unvergesslich. Absolut. Jeder Tauchgang birgt das Potenzial für einzigartige Begegnungen, die unsere Sicht auf das Meeresleben verändern können. Auf jeden Fall. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Ozeane und die unglaublichen Lebewesen, die sie bewohnen, zu schützen. Genau. Solche Erlebnisse inspirieren uns, uns für den Naturschutz und den Schutz der Meeresökosysteme einzusetzen. Lektion 27: Einkaufsliste. Was steht heute auf der Einkaufsliste? Wir brauchen Eier, Milch und Brot für die kommende Woche. Klingt gut. Diese Grundnahrungsmittel sind für so viele Mahlzeiten unverzichtbar. Gibt es bestimmte Marken, die Sie bevorzugen? Normalerweise greife ich zu Bioprodukten, insbesondere bei Eiern und Milch, sie schmecken viel besser. Ich stimme zu. Bioprodukte haben oft einen intensiveren Geschmack und sind insgesamt gesünder. Und Brot? Beim Brot wähle ich gerne Vollkorn, es ist sättigender und voller Nährstoffe. Das ist eine tolle Wahl. Vollkornbrot eignet sich perfekt für Sandwiches oder Toast. Möchten Sie der Liste noch etwas hinzufügen? Vielleicht etwas frisches Obst und Gemüse? Sie eignen sich hervorragend als Snack und als Ergänzung zu Mahlzeiten. Auf jeden Fall. Sorgen wir für eine gute Abwechslung, damit unsere Mahlzeiten interessant und nahrhaft bleiben. Perfekt. Mit all diesen wichtigen Dingen sind wir für die kommende Woche bestens gerüstet. Lektion 28: Künstlerbedarf. Mir ist aufgefallen, dass Sie Notizbücher und Stifte haben, aber auch verschiedene Kunstartikel wie Farben und Pinsel. Das ist fantastisch. Eine Auswahl an Künstlerbedarf kann die Kreativität wirklich anregen. Was denkst du, wirst du dir zulegen? Ich überlege, mir ein paar Wasserfarben zum Experimentieren zuzulegen. Sie sind so vielseitig und machen Spaß. Tolle Wahl. Mit Wasserfarben lassen sich wunderschöne Effekte erzielen. Hast du schon Projekte im Sinn? Ich möchte versuchen, Landschaften zu malen. Es hat etwas Magisches, die Natur auf Papier festzuhalten. Das klingt wunderbar. Ich finde es toll, wie Kunst uns erlaubt, unsere Sicht auf die Welt um uns herum auszudrücken. Genau. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten und zu entspannen. Dem kann ich nur zustimmen. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir uns auch gleich ein paar hochwertige Pinsel zulegen. Sie können bei unserer Arbeit einen großen Unterschied machen. Absolut. Gute Pinsel können unsere Kunstwerke aufwerten und uns helfen, die gewünschten Effekte zu erzielen. Lektion 29: Chinesische Mauer. Wussten Sie, dass sich ganz Nordchina über eine Mauer erstreckt? Diese Verteidigungsmauer erstreckte sich über fast 3200 Kilometer und blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück. Ja, die chinesische Mauer ist eine unglaubliche technische Meisterleistung. Ihr Bau muss enorme Anstrengungen gekostet haben. Absolut.
Es ist bemerkenswert, wie viele Tausende von Arbeitern im Laufe der Jahrhunderte an seinem Bau mitgewirkt haben. Und es diente mehreren Zwecken, von der Verteidigung bis zur Grenzkontrolle. Was für ein wichtiger Teil der chinesischen Geschichte. Stimmt's? Es ist nicht nur eine Mauer, sie repräsentiert die Stärke und Entschlossenheit einer Zivilisation. Auf jeden Fall. Außerdem muss die Aussicht von der Mauer auf die wunderschöne Landschaft atemberaubend sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Ein Spaziergang entlang dieser Straße fühlt sich an, als würde man in die Vergangenheit reisen und die Geschichte hautnah erleben. Genau. Es ist eine Erinnerung daran, wie Kultur und Geschichte durch solch monumentale Bauwerke bewahrt werden. Ich würde es eines Tages gerne besuchen, es steht auf jeden Fall auf meiner Reisewunschliste. Lektion 30, Kaffeebesuch. Klar, kein Problem. Wir könnten auch das neue Café ausprobieren, von dem alle reden, ich habe tolle Sachen darüber gehört. Das klingt nach einer tollen Idee. Ein Tapetenwechsel kann erfrischend sein, besonders an einem neuen Ort. Genau. Ich bin gespannt auf die Speisekarte und die einzigartigen Getränke, die sie anbieten. Hast du sie schon ausprobiert? Noch nicht, aber ich habe Bilder online gesehen und die Atmosphäre sieht gemütlich und einladend aus. Das freut mich zu hören. Eine gemütliche Umgebung ist immer ein Pluspunkt, wenn man sich entspannen und die Zeit genießen möchte. Absolut. Ich denke, es ist der perfekte Ort, um sich auszutauschen und bei einem leckeren Kaffee zu entspannen. Ja, und das Probieren ihres Gebäcks könnte auch ein köstlicher Genuss sein. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was Sie zu bieten haben. Es wird ein schönes kleines Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Lass uns dieses Wochenende planen und gemeinsam etwas Zeit verbringen.